Nach vielen Jahren hat Festool eine neue Stichsäge rausgebracht und zwar im für Festool unteren Preissegment im Bereich bis 300 €. Gab es noch nie. Sie hat auch einen etwas geringeren Funktionsumfang und jetzt frage ich mich Folgendes. Kann Festool die etablierten Marken in diesem Preissegment schlagen? Ja oder nein? Das schauen wir uns heute an. Normalerweise würden wir jetzt heute eigentlich uns jede einzelne Säge nochmal im Detail anschauen und schauen, welche ist die beste und so weiter und so fort. Heute ziehen wir es aber mal anders auf, sondern heute haben wir unseren neuen Protagonisten. Wir haben Festool. Festool hat eine neue Säge rausgebracht, und zwar die PSC E18. Und hier sagt Festool, sie ist etwas leistungsreduziert, aber es ist eine sehr, sehr gute Säge in diesem Preissegment, weil es gibt ja auch noch die hier, für etwas mehr als 100 € mehr bekommst du halt die Vollausstattung. Und deswegen frage ich mich wirklich, kann Festool mithalten? Und deswegen schauen wir uns die Säge Punkt für Punkt an und vergleichen sie eben mit den Konkurrenten. Aber welche Sägen haben wir hier eigentlich? Wir haben die Makita DJV 181, die Bosch GST 18V 125S, die Dewalt DCS 335, Metabo STA 18 LTX 150 PL, Fein ASTS 18-26 HS, Milwaukee M18F BJS und die Festool PSC E. Jetzt wissen wir, welche Geräte wir haben, aber jetzt lasst uns doch mal über den Preis sprechen. Bei dem Gerät haben wir einen Preis von rund 270 €. Bei dem Gerät hier, fangen wir mal hier vorne an, haben wir einen Preis von 180 €. Wenn wir jetzt hier weiter so gucken, sind wir so nach und nach bei 220 €. Also die hier, die sind sehr eng beieinander, ja, im Bereich 30, 40 € nur auseinander. Die Milwaukee kostet 260 €, also sehr nah an dem Gerät dran. Was aber aus meiner Sicht wichtig ist fürs Verständnis, ist Folgendes. Im gewerblichen Bereich sind 100 € völlig wurscht, ja, weil du es jeden Tag benutzt. Der Profi nutzt das über Jahre immer und immer wieder. Im privaten Bereich ist das schon eine andere Sache. Und mir ist völlig klar, dass du wahrscheinlich für dich die Entscheidung triffst, in welchem Akkusystem du bist. Aber lass uns wirklich mal schauen, wie gut schlägt sich die Festool gegen die anderen Geräte. Und deswegen gehen wir das jetzt mal Punkt für Punkt durch und dann gucken wir, was bei rauskommt. Ich habe übrigens eine Sache vorhin, glaube ich, leicht falsch genannt. Ich habe ja gesagt, bei der Säge, bei der neuen Festool ist es so, dass sie eine geringere Leistung hat. Das ist natürlich Quatsch. Und wir haben hier keine geringere Leistung, sondern wir haben einen geringeren Funktionsumfang. Bei der hier ist es so, dass wir einen deutlich höheren Funktionsumfang haben. Wie zum Beispiel, dass wir hier auch den Tisch verstellen können, beziehungsweise nicht genau so, wie er hier ist, sondern mit Anbauteilen und so weiter und so fort. Das haben wir hier nicht. Hier ist der Tisch, wie er ist. Hier ist nichts mit Verstellen, hier gibt es auch kein Zubehör. Der Tisch ist einfach mal der Tisch. Ja? Und das ist der Unterschied zwischen diesen beiden Geräten. Erster Punkt ist der Griff. Wir haben hier einen sehr, sehr dünnen Griff. Du siehst hier, die Finger berühren sich fast schon. Dadurch hast du ein sehr, sehr gutes Handling. Ich mag das total. Und das ist natürlich, wenn wir jetzt mal uns vorstellen, dass wir so einen großen Griff hätten, dann wird das schon sehr schwer, das festzuhalten. Deswegen hier sehr schön. Und ja, ist mir völlig klar, dass man die Maschine natürlich auch so greifen kann und dass da dann nicht mehr so relevant ist, weil dann hast du einen anderen Griff grundsätzlich. Und jetzt ist es so, diese Maschine hier macht das extrem gut im Verhältnis auch zu den anderen Maschinen. Gucken wir uns jetzt mal Makita an. Hier siehst du hier, wie weit hier mein Daumen und Zeigefinger auseinander sind. Dadurch hast du einen viel unangenehmeren Griff. Also du musst viel mehr Kraft aufwenden. Also du hast es nicht so schön im Griff halt. Ja? Und wenn wir uns übrigens alle Maschinen angucken, ist es so, dass Fein und Bosch hier besonders hervorstechen. Die machen das noch richtig gut, aber selbst bei denen ist es so, dass es ein bisschen schlechter ist und der Umfang noch ein bisschen größer ist, sodass hier Festool ganz klar die Nase vorne hat. Nächster Punkt ist Rechts-Linkshänder. Wenn wir die Maschine jetzt hier meinetwegen von oben betreiben oder auch von unten, kommt es ja immer darauf an, wo ist der Knopf hier. Und jetzt ist es so, wenn ich jetzt klassisch von oben arbeiten würde, ich bin Rechtshänder, dann kann ich hier ein- und ausschalten. Wenn ich aber Linkshänder bin, geht das eben nicht. Ich kann das zwar umständlich schon auf der Seite, aber das macht irgendwie keinen richtigen Spaß. Deswegen ist die Frage, haben jetzt alle nur einen Schalter auf der Seite? Und die Antwort ist ganz klar nein. Hier bei Milwaukee haben wir zwei. Hier bei Fein haben wir nur einen. Hier bei Metabo auch rechts, links. Hier haben wir nur einen, hier haben wir nur einen und hier haben wir auch auf beiden Seiten einen Schalter. Sodass man hier ganz klar sagen muss, ich finde am falschen Ende gespart. Jetzt kommen wir zu einem Thema, wo ich ganz klar sagen muss, ist mir völlig Wurst. Aber eins nach dem anderen. Die Frage ist, wie ihr entscheidet. Schreibt mal auch gerne unten in die Kommentare. Denn hier ist es so, dass Festool hier ganz klar verloren hat. Nämlich beim
Tisch. Denn wir haben hier Folgendes, der Tisch ist fest mit dem Gerät verbunden, nicht ganz fest, da kommen wir gleich nochmal zu, aber wir können hier den Winkel nicht einstellen. Okay, finde ich völlig irrelevant, denn ich benutze eine Stichsäge nie in der Gärung. Das heißt, ich bin immer nur beim ganz klassischen 90-Grad-Winkel und fertig. Deswegen für mich gar kein Thema. Aber die Säge kann das, die Säge kann das, die Säge, sie und die kann jeweils mit einem Schlüssel das Ganze auf 45 Grad zur Seite stellen oder auch weniger, je nachdem wie du es brauchst, und kann das Ganze verstellen. Das heißt, auch hier haben die anderen einen größeren Funktionsumfang, Festool wieder nicht. Kommen wir jetzt mal zu einer Sache, wo Festool absolut mit 25.000 Punkten quasi nach vorne punktet, und das ist das Licht. Wir haben hier quasi ein Ringlicht hier vorne dran. Ich mache das Gerät wirklich mal an. Ihr seht das hier. Wie krass sieht das aus? Wir haben wirklich ein Licht einmal ringsrum, sodass es wunderschön beleuchtet ist. Finde ich richtig genial. Also erst einmal, wir haben hier ein Licht. Vergleicht das einfach mal mit Milwaukee. Hier sieht es schon ganz anders aus. Hier haben wir das da. Ja, also wenn wir das uns mal angucken, das ist schon ein Riesenunterschied. Und wenn wir jetzt mal weiterschauen, ist es so, dass wir hier überall ein Licht haben. Bei Bosch haben wir gar kein Licht, ja, da gibt es nichts, ja, nichts Licht, und hier haben wir natürlich schon eins, sodass wir ganz klar sagen müssen, Festool macht das mit dem Licht schon mit Abstand am besten. Anders sieht das jetzt aber aus, wenn dich das Licht stört. Du kannst das Licht hier bei Festool nicht ausschalten. Viele sagen, Mensch, wenn ich jetzt hier von unten arbeite, so, dann blendet mich das. Ja? Also wenn ich jetzt hier so gucke, ist mir das zu hell. Ja, oder überhaupt da, ich möchte es komplett ausschalten. Das kannst du hier zum Beispiel nicht. Also du kannst bei der Festool das Licht eben nicht ausschalten. Das kannst du hier bei Milwaukee nicht ausschalten. Bei der Säge kannst du es nicht ausschalten. Sie tut es aber automatisch. Wenn wir uns jetzt anschauen, hier ist das Licht und ja, jetzt ist, ich habe jetzt gesehen, es war aus und dann ist wieder angegangen. Das heißt, wenn du von unten arbeitest, geht es automatisch aus und du wirst nicht geblendet. Das geht. Hier kannst du es ausschalten, hier kannst du es nicht ausschalten, hier kannst du es nicht ausschalten und die hat halt kein Licht. Da siehst du also, hier gibt es wieder andere Geräte mit einem besseren Funktionsumfang. Beim nächsten Punkt würde mich deine Meinung interessieren. Wie sieht es aus mit dem Thema Gewicht? Schreib da gerne mal unten in die Kommentare deine Meinung. Und übrigens, denk dran, wenn du kommentierst, kannst du Werkzeug gewinnen. Ja? Also jeder Kommentar lohnt sich gleich doppelt, weil ihr habt etwas davon, dass ihr gewinnen könnt, und auch die Community hat etwas davon, dass sie eure Meinung kennen. Und beim Thema Gewicht ist es so, wir haben hier das leichteste Gerät. Mit 1,73 Kilo rund, ohne Akku natürlich, haben wir ein echt leichtes Gerät. Denn wenn wir uns mal anschauen, das nächstleichteste Gerät ist hier Bosch mit rund 1,9 Kilo, also fast 200 Gramm mehr. Und dann wird es immer nur noch mehr bis zur, ich glaube, Milwaukee, die nochmal am meisten wiegt von allen. Am Ende ist es aber so, dass wir hier 200, 300 Gramm Unterschied haben, und das kann schon echt im Handling einen Unterschied machen. Wenn es zu leicht werden würde, wäre es auch blöd, aber ich finde, das ist schon ein echt gutes Gewicht hier. Was machen wir mit Stichsägen sehr häufig? Richtig, das Blatt wechseln. Das heißt einsetzen und auch auswerfen. Hier ist es so, dass ich eine bestimmte Meinung habe. Und jetzt ist die Frage, was ist eure Meinung? Das müsst ihr dann entsprechend werten. Denn einige von euch wollen unbedingt, dass das Sägeblatt gefühlt noch 2 Kilometer ausgeworfen wird. Andere von euch sagen, na, Hauptsache das fällt durch Schwerkraft zum Beispiel raus. Das ist eure Frage. Lasst uns mal gucken, inwiefern unterscheiden sich denn eigentlich. Ich gehe mal erstmal vom Einsetzen aus. Wenn wir uns jetzt mal hier Festool anschauen, ist es so, und bitte macht das nicht so wie ich, nimmt eigentlich einen Akku raus und so weiter und so fort. Wir wissen das alle. Ich mache zu Schulungszwecken heute mal ohne. So, also, wenn wir uns das jetzt mal anschauen, hier setzen wir es insofern ein, einfach hier rein, drücken, zack, und das war's. Und wenn wir es rausnehmen, sehen wir hier Folgendes. Wird es ausgeworfen. Finde ich eigentlich sehr gut, und wir haben auch gesehen, dass der Bügel jetzt hier oben stehen bleibt. Auf die Art und Weise können wir jetzt sofort wieder das nächste Blatt einsetzen und müssen nicht dran rumfummeln. Das ist alles super. Es gibt aber eine Sache, die so ein bisschen quatschig ist, aber irgendwie auch nicht. Das Teil hier wird wahrscheinlich niemand von euch benutzen und niemand von euch einsetzen. Vielleicht machen es doch einige, weil es besser auch für die Absaugung und so weiter und so fort. Und vielleicht ist es auch sicherer, oder weiß der Geier was. Jedenfalls, wenn man das hier vorne dran hat, ja, dann ist es natürlich schwierig. Da musst du da so ein bisschen zwischenfummeln, wenn hier der Kolben ganz oben ist. Ja. Wenn es unten ist, ist kein Problem, kommst du hier durch, dann kommst du hier so ran, okay. Aber wenn nicht, dann eben auch nicht. Soll ich dem das jetzt mal ab hier? Das brauche ich nicht. Ich will das nicht.
So, also du hast gesehen, so funktioniert das. Sehr unfummelig und funktioniert sehr gut. Wie ist das jetzt hier bei Milwaukee? Hier hast du so einen Griff, ja, den du jetzt hier so drüber schieben musst. Und da gehen wir so ran, dass wir hier den Griff nach oben ziehen, einsetzen, raus, fertig. Funktioniert super, ja, gar kein Heckmeck, auswerfen. Wir gehen rüber zu Fein. Hier gibt es eine Besonderheit, finde ich auf jeden Fall. Ich liebe diesen Bügel. Der ist, wenn du jetzt auch mal Handschuhe oder irgendwas Gröberes anhast, dann kannst du den wunderbar greifen. Er ist aus Metall, sehr robust. Das ist wirklich etwas, was ja, ewig halten wird. Ich mag das total gerne. Wir nehmen erstmal das Sägeblatt, setzen das ein, gar kein Thema. Wir nehmen es einfach so wie bei Festool auch so und zack, rein. Das geht übrigens bei Milwaukee nicht. Ja? Also hier muss ich den Hebel immer ziehen. Geht sehr einfach rein. Auswurf auch super einfach. Ja, kennen wir. Gucken wir hier bei Metabo. Auch ein sehr schöner Bügel, aber erstmal versuchen wir es wieder einzusetzen. Und sehen hier, geht nicht. Okay, also hier müssen wir es nach oben ziehen. Also wir müssen den Hebel ziehen, lösen und es ist fest. Wenn wir es wieder raus haben wollen, dann geht es nur bis da. Ihr seht hier, wir haben hier keinen großen Auswurf. Wir probieren es nochmal. Ja, mehr ist nicht. Ja. Das heißt also, es wird so weit ausgeworfen, dass es jetzt einfach physikalisch runterfallen würde oder ein bisschen nach vorne. Aber es wird kein großer Auswurf gemacht. Manch einen stört das, mich persönlich gar nicht. Denn ich würde es eben so benutzen, dass ich einfach sage, okay, ja, so. Fertig. Weil so wechsle ich immer Sägeblatt. Ich sage nicht, so mal gucken, machen wir Sägeblattweitwurf, sondern ich wechsle es halt so und dann ist gut. Ja? Aber das ist halt eure Meinung. Gucken wir hier, aber wir haben einen kleinen Negativpunkt, weil wir eben den Hebel ziehen müssen. So, gucken wir hier weiter. Wie ist es bei Dewald? Auch hier setzen wir es ein. Wir probieren es ohne zu ziehen, geht nicht. Auch hier wieder ein massiver Metallbügel. Übrigens, wie wir ihn auch hier haben. Ja? Metabo hat auch einen sehr, sehr krassen Bügel aus Metall. Aber auch Dewald nach oben ziehen, einsetzen. Ja? Auch hier müssen wir es nach oben ziehen, einsetzen. Und dann hier seht ihr auch, ja, kein Auswurf, sondern auch so gelöst. Bei Bosch ist es eben ähnlich. Gucken wir mal. Auch hier schauen wir mal, ob wir es einsetzen können. Nee, sondern wir müssen es auch hier ziehen. Wird eingesetzt, ist drin und wird auch nicht ausgeworfen, ja, sondern hier auch nach unten. Und jetzt nochmal bei Milwaukee, bei Makita. Auch hier versuchen wir es einzusetzen, ohne den Hebel zu ziehen. Und zack, drin, eingesetzt, ohne zu ziehen und wird ausgeworfen. Da ich weiß, dass viele von euch den Auswurf selbst besser finden, weil ich glaube, dass viel mehr das gut finden, als es mir egal ist, ja, würde ich sagen. Und weil wir hier auch sehen bei Festool, dass wir es einfach nur die Maschine nehmen können, klick rein, ist es schon so, dass wir hier ein echt gutes Produkt haben. Machen zwar auch einige andere, ja, die da mithalten können, aber da hat Festool schon alles richtig gemacht. Kommen wir zu einer Funktion, wo Festool ganz klar die Nase vorne hat und die aber überhaupt nicht relevant ist, aus meiner Sicht. Und zwar haben wir hier Folgendes. Wir können den Tisch nehmen und wir können den Tisch jetzt nicht im Winkel verstellen, aber wir können den Tisch nach hinten schieben. Das heißt, wir können den jetzt hier leicht lösen und dann nehmen wir den Tisch einfach und machen das hier, zack. Jetzt ist er hinten und können ihn jetzt wieder festziehen und das war's. Das heißt, wir können jetzt wirklich sagen, okay, ich bin jetzt sehr randnah, wandnah oder irgendwie nah oder irgendwas oder ich weiß es nicht. Ja? Ich weiß gar nicht, wozu man die Funktion überhaupt braucht. Also man kann ihn auf jeden Fall ein bisschen nach vorne, nach hinten schieben. Mit Spezialsägeblättern könnten wir vielleicht dann was machen, aber dann müsste das Teil hier auch wiederum ab. Ich verstehe es nicht. Das können die anderen im ganz kleinen Maße manchmal auch, weil man müsste es lösen, nach hinten schieben, einen Winkel zu verstellen. Man könnte es dann vielleicht auch festziehen. Ist aus meiner Sicht aber völlig irrelevant und finde ich jetzt auch nicht wichtig in der Gesamtschau. Aber es geht halt. Ja? Wozu, weiß wahrscheinlich nur Festool. Lass uns mal über das Thema Abblasfunktion sprechen. Es ist ja so, dass alle Geräte das Ganze haben. Wozu ist das da? Dass wenn du sägst, sich der Staub nicht vorne am Sägeblatt sammelt, sondern dass es ein bisschen nach vorne weggeblasen wird, damit du eine freie Sicht hast auf deinen Schnitt und vor allem auf deinen Strich gegebenenfalls. So, wenn wir keine Abblasfunktion haben, doof. Wenn wir eine haben, gut. Jetzt könnten sie verschieden stark sein. Es ist so, dass die Makita und die Fein eher eine schwächere Abblasfunktion haben. Alle anderen eine wirklich gute Abblasfunktion. Fein. Aber es funktioniert ja grundsätzlich. Aber manchmal stört es eben auch. Manchmal möchte man vielleicht die Abblasfunktion auch bewusst ausschalten.
Und das kann die Festool wiederum nicht. Das können aber auch fast keine anderen. Das kann eigentlich nur Milwaukee und das kann auch nur Bosch. Wenn dir das jetzt wichtig ist, dann hast du ein Problem bei Festool. Kommen wir zum Thema Anlaufautomatik. Viele von euch werden das kennen, dass man das Gerät einstellen kann auf A oder auf eine ähnliche Funktion, sodass es am Anfang sehr langsam läuft und man dann so seine Bahn eher findet. Und wenn das Gerät merkt, ah ja, sind wir an der perfekten Stelle, also ergo du jetzt wirklich ansetzt, dass es dann sagt, okay, jetzt tue ich hoch. Sodass du wirklich nicht mit der vollen Last ins Material reingehst. Das ist natürlich auch vielleicht besser fürs Thema Splittlerschutz und so weiter und so fort. Jetzt ist es aber so, dass wir sagen müssen, das hat fast kein Gerät hier heute, beziehungsweise 4 haben es nicht, 3 haben es. Festool hat das Ganze. Wir können hier vorne das umstellen, hier nach ganz hinten haben wir hier das A. Genauso können wir es bei Milwaukee machen, genauso können wir es hier auch bei Makita machen, sodass wir einen ganz klaren Punkt auch für die 3 Geräte haben. Aber ich möchte euch noch eine Sache vielleicht ans Herz legen. Wenn du jetzt sagst, okay, die Funktion hat zum Beispiel jetzt Bosch nicht, ja, mal so als Beispiel, was wir aber hier schon machen können, wenn du sagen willst, okay, du willst hier behelfen, ja, dann ist es so, du kannst das Gerät hier auch auf 1 runterstellen und ich zeige dir jetzt mal Folgendes. Wir sagen jetzt hier volle Pulle, das ist jetzt 6, jetzt mache ich es mal wirklich auf 1 runter. Anlaufautomatik simuliert quasi, hatte er nicht, aber auf 1 macht er genau Folgendes. Also siehst du, er ist so langsam, dass er wirklich so hier anritzen kann. Ratz, 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 ratz. Ist fast schon zu langsam. Und zwar ist hier sogar das langsamste Gerät von allem. Selbst Festool kann man nicht so langsam einstellen. Wenn du also sagst, du brauchst es nur ab und zu mal oder vielleicht brauchst du auch gar nicht, dann ist es dir auch wahrscheinlich egal. Nicht egal ist aber folgender Punkt, nämlich die Schnittleistung. Hier haben wir bei Festool ein riesiges Problem, denn das Gerät hier ist ja nur gedacht für Schnitte bis 40 mm. Und deswegen nehmen wir jetzt mal Metabo. Metabo ist gedacht für bis zu 150 mm Schnitt und machen das Ganze auch mal mit so rund 12-13 cm. Tja, Festool, jetzt haben wir ein riesiges Problem und damit ihr sehen könnt, wie sehr die Säge versagt, zeige ich euch jetzt mal die Bilder. Boah, krass, wie sehr Festool jetzt versagt hat. Das hat gar nicht funktioniert. Natürlich Quatsch. Ja? Wir sehen jetzt hier das Blatt, wir sehen das Stück Holz und wir haben das wunderbar durchbekommen, auch eben mit Festool. Also du siehst also, grundsätzlich funktioniert das Ganze. Jetzt natürlich noch die andere Ergänzung. Alle Geräte würden das jetzt genau so hinbekommen. Alle Geräte können auch so einen dicken Balken halt durchsägen. Jetzt muss man natürlich sagen, Metabo sagt bis 150 mm, Festool sagt bis 40 mm. Ob das jetzt eine Auswirkung hat, wenn du es jeden Tag machen würdest oder ob die Garantie oder der Pleuel oder sonst irgendwas, ich kann es dir einfach nicht sagen. Ich kann dir nur eine Sache sagen, aus meiner Sicht macht das sowieso nicht viel Sinn, mit einer Stichsäge 150 mm zu sägen. Aber das ist nur meine Meinung. Jetzt zum Schluss möchte ich noch auf ein paar Dinge eingehen, die mir so am Rande aufgefallen sind. Zum Beispiel hier die Milwaukee ist extrem lang, also wirklich sehr, sehr, sehr lang. Wenn dich das stört, vielleicht ein bisschen doof. Ja? Gerade schau mal hier im Vergleich, ist halt deutlich kürzer und sie wirkt halt auch sogar beim Handling sogar noch mal länger. Eine andere Sache ist zum Beispiel sowas wie diese Spezialsägeblätter, die wir hier haben. Bei diesen Sägeblättern ist es so, dass wir dann wirklich quasi bis zur Wand ransägen können. Das kann halt echt mal von Vorteil sein, kann aber eigentlich keine Säge einsetzen, außer eben hier die Dewalt. Bei Dewalt ist es so, dass dieser Bügel hier so weit ausgeholt ist, dass er hier nicht stört. Bei den anderen Sägen, wie zum Beispiel hier, ist es so, dass das Teil hier stört. Ich kann es zwar einsetzen, dann wird das aber weggesägt. Ja? Wenn du sagst, du knipperst das sowieso ab, dann kannst du natürlich auch einen anderen Sägen einsetzen. Wenn wir es jetzt zum Beispiel mal hier einsetzen, dann siehst du Folgendes, dass wir jetzt hier wirklich bis hier vorne an den Rand sägen können hier an der Stelle. Das kann schon richtig Sinn machen und auch Spaß machen. Ja, das Sägeblatt selbst habe ich ja schon vor einiger Zeit mal vorgestellt und damit ihr es auch habt, unten in der Videobeschreibung ist es nochmal verlinkt. Eine andere Sache zum Beispiel, die vom Unterschied halt noch da ist, bei Bosch kannst du die Säge so hinstellen. Finde ich sehr, sehr sinnvoll. Wenn das Blatt drin ist, dann steht das ja immer irgendwie so ein bisschen schräg vor sich hin und auf dem Blatt hier einfach so hingestellt und fertig. Kann sonst keine andere Säge. Mag ich total. Würde ich mir bei allen Sägen wünschen. Ja?
Eine andere Sache ist, wie gut kannst du dann ablesen, wie voll der Akku ist. Ja? Hier bei Festool drückst du unten hinten auf den Knopf und siehst hier sofort, was Sache ist. Das Ganze kannst du hier auch wie bei Milwaukee. Und hier bei Fine, nee, da geht das nicht, sondern wie voll der Akku ist, siehst du hier unten, musst du die Säge umdrehen. Wenn du von hinten schnell mal gucken möchtest, keine Chance. Hier geht es, hier bei Dewalt geht es nicht und hier bei Makita geht es hier auch nicht. Bei Bosch geht es schon, weil ja, bei der Säge ist es so, dass du den Akku von unten einsetzt und da hast du hier entsprechend deine Akkuanzeige. Auch das geht dort. Jetzt haben wir uns alle Unterschiede angeschaut und jetzt habt ihr auch recht guten Blick von den anderen Sägen. Und jetzt ist ja aber die Frage, was ist denn jetzt die beste Säge? Das ist, glaube ich, individuell zu betrachten. Aber wir wollten ja wissen, wie gut schlägt sie sich denn? Und man muss ganz klar sagen, dass die Säge absolut auf dem Niveau der anderen Sägen ist. Es gibt immer so Kleinigkeiten, die andere Sägen natürlich auch besser können, wie zum Beispiel eine Winkelverstellung oder. Ja, das haben wir alles rausgearbeitet. Wenn wir jetzt aber schauen, welche Sägen sind nah dran an Festool, haben wir einen absoluten Preis-Leistungssieger und das ist Makita, muss man ganz klar sagen. Sie hat viele Funktionen, die Festool auch hat, bis auf die zentrale Funktion, die sie eben nicht kann und das ist für mich das Thema Handling. Ja, und das wäre für mich ein absolutes Ausschlusskriterium im Verhältnis zu dieser Säge, weil sage ich doch persönlich schon, gebe ich hier 100 € mehr aus und habe ich da für meine Hand einen besseren Griff. Aber das ist nur meine Meinung. Dann haben wir natürlich auch die 3 Sägen, die wir hier wirklich sehr nah dran auch an der hatten. Aber es ist so, dass wir immer nur so einzelne Funktionen hatten und deswegen interessiert mich total eure Meinung, euer Feedback. Schreibt es mal unten in die Kommentare, würde mich super interessieren. Und mich würde auch noch ein anderes Thema interessieren. Auf der Säge steht zum Beispiel auch eine Sache drauf, die auch kontrovers vielleicht zu betrachten ist, hier steht drin, Made in China. Wird also in China produziert, wie viele andere Sachen eben auch. Jetzt muss man sagen, wie sieht es mit der Qualität aus? Die ist absolut genial. Das ist eine perfekte Qualität, gar kein Thema. Steht der anderen hier aus meiner Sicht in nichts nach. Das ist nicht das Thema. Und man muss sagen, ja, früher zum Beispiel iPhones kommen aus China oder auch andere tolle Produkte kommen genauso von dort. Also dort wird auch wirklich Qualität hergestellt. Da würde ich mir jetzt gar nichts nehmen. Ich muss sagen, Festool hat hier einen richtig guten Job gemacht. Sie hat sich in dem Bereich hier perfekt positioniert mit einer Säge, die vereinfacht wurde und das eben richtig gut kann. Und jetzt ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.